Hallo und herzlich willkommen zum neuen Film hier auf meinem Kanal. Ich bin Barbara Hirsekorn aus der Aquarellwerkstatt und hier auf meinem YouTube-Kanal gibt es jede Woche ein neues Video zur Aquarellmalerei. Heute im Video möchte ich eine Kopie anfertigen eines alten Aquarellmeisters aus England und ich werde dir im Video zeigen und erzählen, welche Erkenntnisse ich durch das Kopieren des Meisterbildes für mich selbst gewonnen habe. Edward Wesson war der meistbekannteste Aquarellmaler des 20. Jahrhunderts in England. Hier in Deutschland ist er kaum bekannt. Ich finde jedoch seine lockeren und manchmal auch recht schlicht anmutenden, aber wunderbar komponierten Aquarelle sind Wegbereiter für viele moderne Aquarellisten unserer Zeit. In der Tradition des klassischen Aquarells stehen wir ja immer auf den Schultern großer Aquarellkünstler der vergangenen Zeiten. Und für mich ist es von Zeit zu Zeit sehr hilfreich und auch sehr inspirierend, eine Kopie eines der großen Meisters anzufertigen. Dabei geht es mir nicht so sehr darum, jeden Strich und jede kleinste Form auf dem Papier wirklich originalgetreu wiederzugeben, sondern ich versuche mit meiner Kopie dem Meister nahe zu kommen, seinen Pinselduktus zu erreichen und mache mir Gedanken über die Art und Weise, wie er wohl gemalt hat, wie er die Technik angewendet hat, ob er eher nass gearbeitet hat, eher auf trockenem Papier und versuche dafür Inspiration und Anhaltspunkte für meine eigene Arbeitsweise zu gewinnen. Zunächst zeige ich euch jetzt einige Bilder von Edward Wesson und dann lade ich euch herzlich ein, mit mir zusammen eine Kopie anzufertigen. Hier seht ihr schon ein Bild des Meisters. Edward Wesson lebte in England, wurde geboren 1910 und starb 1983. Wir schauen uns jetzt einige Bilder des Buches gemeinsam an. Hier fängt es zunächst an mit noch relativ genau gezeichneten, ich glaube mit einer Feder gezeichneten Aquarellen, die dann später koloriert wurden. Im Laufe seines Lebens nahm seine Malerei eine ganz erstaunliche Entwicklung und aus den ziemlich genauen, gezeichneten und kolorierten Bildern wurden später ganz freie Aquarelle. Ganz besonders bekannt wurde er durch seine äußerst locker gemalten Aquarellhimmel, die immer mit wenigen Strichen und auch mit wenigen Farben auskamen. Hier wieder ein sehr lockerer Aquarellhimmel und eine ganz reduzierte, angedeutete Art, Bäume und Vegetation zu malen. Diese lockere Art der Landschaftsmalerei haben viele Maler nach ihm aufgegriffen, zum Beispiel Joseph Spugwitch oder Alvaro Castagnet. Schaut mal hier in diesem Landschaftsaquarell, wie reduziert und schön er die spiegelnde Fläche des kleinen Sees im Vordergrund malt. Und auch wieder der ganz lockere, wolkige Aquarellhimmel. Hier seht ihr nun das Motiv, welches ich heute kopieren möchte. Ein Foto des Motivs bekommen die Unterstützer unseres Kanals wieder per Mail zugesandt. Den schönen Bildband mit den Bildern von Edward Wesson gibt es, soweit ich weiß, noch antiquarisch. Ich verlinke ein Angebot unter dem Video, sodass ihr das Buch dann bequem bestellen könnt. Die heute verwendeten Materialien sind Sienna gebrannt, lichter Ocker, Viridiangrün, Alizarin-Karmesin von Winsor & Newton, Jaune Brillant, Ultramarin Feinst und Lasurorange von Schminke. Ich arbeite auf Büttenpapier von Arches, 300 Gramm Grain Fin. Das Format ist etwas kleiner als DIN A4. Die 3 Pinsel aus meiner eigenen Pinselkollektion sind der Eichhörnchenhaarpinsel in der Größe 12, der Rotmarderpinsel Größe 10 und der kleine Detailpinsel in der Größe 6. Alle 3 Pinsel sind für die Unterstützer unseres Kanals käuflich zu erwerben. Wenn du Interesse an den Pinseln hast, einfach eine E-Mail an hirsekornb@gmail.com, dann schicken wir alle Infos und die Preise der Pinsel gerne zu. Also wir können sagen, Horizont hat er knapp unter das Drittel gesetzt hier unten. Und da fange ich jetzt mal an, diese Linien hier, so wie ich sie sehe, zu skizzieren. Hier ist angedeutet ein kleiner Weg. Beim Skizzieren geht es mir nicht so sehr darum, genau exakt die einzelnen Striche zu übernehmen, sondern ich versuche mit einer gewissen Lockerheit, die ich auch in der Malerei jetzt hier bei ihm sehe, die Sachen aufs Papier zu bringen,
Also mit anderen Worten, ich versuche so zu arbeiten, wie der Künstler wohl selbst gearbeitet haben mag. Und hier sehe ich bei ihm unter dem Papier eigentlich überhaupt keinen Bleistiftstrich. Es könnte gut sein, dass er den Horizont kurz markiert hat in der Landschaft, den Weg kurz markiert hat und vielleicht die Stellung der Bäume. Und dann, so sieht es aus, wenn ich mir das hier anschaue, hat er sofort losgelegt. Und das versuche ich jetzt hier auch ganz locker zu halten. Mir geht es bei dieser Kopie eher darum zu sehen, wie, in welcher Reihenfolge er welche Farben wohl aufgetragen hat. Und natürlich auch schon auch die Komposition des Bildes festzuhalten. Hier diese Bewegungen hier folgen alle einem perspektivischen Ziel, welches sich jetzt hier in dieser dunklen Baumgruppe wiederfindet. Telegrafenmasten, die dann hier so ein bisschen im Nichts enden mit diesem. So. Hier oben habe ich mir jetzt auf meinem Format ein Stückchen Aquarellpapier befestigt, denn es geht jetzt darum, genau den richtigen Farbton möglichst sofort zu erwischen, damit die Kopie dann auch das widerspiegelt, was ich auf der Vorlage sehe. Ich mache mir jetzt auch jeweils Gedanken über die Beschaffenheit des Papieres. Ich überlege mir, ob das Papier wohl nass war oder trocken beim jeweiligen Farbauftrag. Und da sehe ich im Himmel ziemlich viele harte Kanten, das heißt, das Papier war wohl trocken. Ich vermute mal, er ist mit einem leichten Ockerton als Grundierung hier, da wo er die Wolken malen wollte, drunter gegangen. Das mache ich jetzt auch. Vielleicht war sein Aquarellpapier auch etwas gelblicher als meins und dadurch entstanden diese schönen gelblichen Färbungen. Aber ich vermute, es ist ein wenig lichter Ocker im Spiel gewesen. Jetzt kommt mein Blau in einem relativ leichten Farbton und etwas Rot, Alicerinrot dazu, so wie ich das sehe, und vielleicht zum Brechen der Farbe auch noch ein wenig Sienna gebrannt. Und damit müssen wir jetzt schön mutig hier in das Ocker hinein. Und es ist natürlich schon ein bisschen getrocknet. Und es geht nicht so sehr jetzt für mich darum, jeden Pinselstrich zu kopieren. Das ist ja sowieso nicht möglich im Aquarell, sondern vielmehr darum herauszufinden, mit welchem Pinselduktus und mit welcher Geschwindigkeit das wohl hier gemalt worden ist. Die blauen Berge, denke ich, sind später drauf gekommen, genauso wie die dunklen Farbaufträge für das Gebüsch im Mittelgrund. Deswegen mache ich jetzt weiter mit diesem vorderen Farbauftrag, der zunächst einmal mit lichter Ocker, zügig aufgetragen und vielleicht sogar ein bisschen Orange mit drin, hier im mittleren Bereich da. Und ich nehme auch etwas Jaune Brillant dazu, denn hier sehe ich ein etwas kühleres Gelb. Auf der linken Seite geht es ein bisschen ins Grün rein, also mische ich in das Ocker ein bisschen Gelb mit rein und vom Himmelsblau ein bisschen mit rein. Dann kriege ich so ein leichtes Lindgrün und komme ungefähr an die Farbigkeit der Vorlage heran. Ich habe einmal geföhnt und arbeite jetzt auf trockenem Papier weiter und mische mir zunächst mal den vermuteten Blauton für die entfernte Bergkette. Da sehe ich Ultramarinblau, das könnte sogar ein französisch Ultramarin sein hier, weil es doch ganz schön granuliert. Und ich nehme etwas Alicerin Karmesin dazu und gucke mir das hier an. Ja, das könnte es ungefähr sein. Und jetzt sehe ich, dass er die dunkleren Bäume hier stellenweise, die dann noch davor kommen, stellenweise draufgesetzt hat. Stellenweise hat er das ein wenig ausgespart. Das nächste, was ich versuchen werde zu malen, ist die Baumgruppe hier im mittleren Bereich. Und da mische ich mir zunächst mal das vermutete Grün an. Da ich weiß, dass Viridiangrün bei den klassischen Aquarellmalern in England das Grün der Wahl ist, werde ich auch jetzt Viridiangrün verwenden und das Ganze mit Sienna gebrannt und Ultramarinblau ein wenig modifizieren
Vielleicht hat er auch ein anderes Grün verwendet, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Das wäre jetzt das Grün für den dunklen Baum, gemischt mit Viridiangrün, Sienna gebrannt und Alizarin Karmesin. Ich denke, ich fange aber mit dem helleren Baum hier an, benutze die gleiche Mischung, etwas mehr Wasser und ein wenig lichter Ocker dabei. Und jetzt mit der dunklen Mischung von oben dagegen. Hier sehe ich deutlich aufgerissenen Pinselstrich, versuche ich jetzt hier auch mit meinem Pinsel reinzusetzen. Und es gibt eine kleine Variation im Grünton oben. Und jetzt fange ich hier schon an, mit der Dunkelheit die Gräser auszusparen. Auf der linken Seite sehe ich einen bläulicheren Ton und nehme etwas mehr Ultramarinblau mit in die Mischung. Und jetzt werden hier die Gräser ausgespart. Gut, dieser Farbauftrag ist jetzt hier schon trocken, deswegen können wir hier gleich weitermachen. Hier gehen wir mit dem Grün aus Viridiangrün und lichter Ocker. Hier nach oben zum nächsten Baum. Jetzt nimmt die Intensität der Grünmischung hier zum Rand hin deutlich ab. Das ist ganz interessant, dass der Baum, der hier im Hintergrund ist, rechts, doch deutlich bläulicher ist. Also eher mit dieser Mischung hier, das ist jetzt diese Grünmischung mit sehr viel Blau angemischt. Und gibt dadurch, dass die Farbtemperatur sich ändert, es wird kühler und etwas blasser, eine sehr schöne Variation in das Baumthema hinein. Das dunklere Grün wird hier noch aus dem Bild herausgeführt. So, ich schließe jetzt erstmal zur linken Seite und dann kommt der vordere Bereich. Und wieder zu sehen, dass die Farbe an Intensität zum Bildrand hin abnimmt, um den Betrachter im Fokus in der Bildmitte wahrscheinlich zu halten. Wenn ihr regelmäßig unsere Videos schaut und Spaß an der Aquarellmalerei habt, dann freuen wir uns natürlich über ein Abonnement, einen Kommentar und Feedback zu unseren Filmen. Es gibt auch die Möglichkeit, unsere Arbeit hier finanziell zu unterstützen. Schaut mal, unter dem Video gibt es einen Link, Steady, deine Unterstützung heißt er. Und dort gibt es alle Informationen zur Möglichkeit der Unterstützung unseres Kanals. So, jetzt gestalte ich den Vordergrund. Und da fällt mir bei ihm auf, dass es wirklich sehr abstrakte Flecken sind. Und die versuche ich jetzt unbeirrt auch so einzutragen. Hier oben gibt es eine kleine Grünabtönung. Dann arbeite ich mit lichter Ocker als Beigabe zum Grünton. Hier wird alles mit einem ganz lichten zweiten Farbauftrag sozusagen geschlossen und unauffällig gehalten. Hier sehe ich, obwohl es einzelne Spuren zu sehen sind, vielleicht mehr als bei mir, ich muss vielleicht gleich noch mal ein bisschen drüber gehen, sehe ich, dass er das übermalt hat. Dann hier ein bisschen dunkler. Und das ist eben dieses an den Bildrändern die Sache schließen. Die starken Kontraste hier im Bildfokus versammeln. Jetzt kommen die bräunlichen Formen für die rechte Seite
Und da verwende ich jetzt überwiegend Sienna gebrannt. Hier unten kommen lustige kleine Grasformen hinein, die so ein bisschen Wärme reinbringen, aber in der Farbigkeit nicht sich so sehr in den Vordergrund drängen. Dann die große Form hier von rechts hinein, wie ein Pfeil auf die Mitte hinweisend. Da hat er anscheinend nach der richtigen Farbe ein bisschen gesucht. Da sind mehrere Lasuren übereinander. Und mein Braun ist auch schon etwas zu eindeutig in der Farbe. Ich setze ein bisschen Blau da drüber. Und wir haben noch einen bläulichen Schatten hier. So, jetzt male ich noch oben die Äste. Hier muss ich sagen, dass mir das Grün nicht ganz gelungen ist. Ich bin am Überlegen, ob ich noch eine Lasur drüber mache, damit ich hier den Farbton richtig habe. Weil das ist schon erstaunlich zu sehen, wie an dieser Stelle doch ein richtiges Maigrün vorschimmert. Das muss dann im ersten Farbauftrag eigentlich herausgearbeitet, also schon angelegt worden sein. Tonwertig ist es aber genau erwischt, was ich hier gemacht habe. Hinten haben wir wirklich die Tonwertstufe 6 bis 7 mit dieser Dunkelheit und hier vorne kommt das helle Leuchten rein. Eine sehr schöne Stelle, wie ich finde. Okay, dann mache ich jetzt erstmal die Äste mit einem ganz feinen Pinsel und ich vermute mit einer Mischung aus Restgrün, hier wie das aussieht, und Ultramarinblau und Alizarin-Karmesin. Dann wird nämlich fast ein Schwarz entstehen, welches sich aber in diesem Bild nicht unangenehm zeigen wird. Manchmal ist es dann zu schwarz, zu brutal, was man da reinsetzt. Aber dadurch, dass er diese Farben hier, das Schwarz mit Grün und Rot sich ermischt, passt das sehr gut zum übrigen Farbschema. Hier bei dem Ast sieht man es schön, dass da auch viel Grün mit dabei ist. Jetzt male ich noch die Strommasten auf der linken Seite. Das ist auch eine sehr interessante Farbgestaltung, denn in der Mitte hat er hier dieses lichte Ocker mit einem sehr wässrigen Strich und oben etwas dunkler. Also innerhalb dieser kleinen Form hier gibt es doch eine erstaunliche Variationsbreite. Und der zweite, den man hier noch sieht, der ist deutlich blasser. Eigentlich auch hier dichter dran, hier vielleicht. Und mit einem schönen, geschwungenen, etwas durchbrochenen Pinselstrich wird hier die Leitung nur angedeutet. Und hier verschwindet es sogar irgendwo oben in der Luft. Also hier möchte ich doch noch ein bisschen kleine Flecken einfügen. Das ist eben etwas, was gerade immer interessant ist, im Vordergrund aufgelockert und interessant zu gestalten. Ist ja eine der schwersten Sachen jetzt hier in der Landschaftsmalerei überhaupt. Und das möchte ich vielleicht doch noch ein bisschen übernehmen, so wie es hier von ihm angeboten wird. Wir haben hier zwei Formen und hier die etwas dunklere und da auch und hier. Das sind so kleine Formen noch. Hier habe ich gerade noch so eine Art Zaun entdeckt. Wahrscheinlich von ihm schneller ausgeführt, während das andere hier gemalt wurde. Das sieht jetzt bei mir ein bisschen brav aus. Bei dieser doch zentralen Grasfläche hier möchte ich den Farbton noch ein wenig korrigieren, auch wenn das dann die Lockerheit des Bildes vielleicht ein bisschen beeinträchtigt. Also ich mische mir nochmal Viridian Grün mit Winsor Yellow und guck mir das an, das ist zu hell. Also mische ich jetzt hier in diese Mischung noch ein bisschen lichter Ocker hinzu. Alles noch nicht das Richtige. Und das ist eben das sind die interessanten Nebeneffekte bei einer Meisterkopie, dass man versucht, die Farbe mal genau so konsequent zu mischen, dass genau der Farbton, den man dort auf dem Blatt sieht, auch entsteht. Viridiangrün und hier hinten in meiner Palette ist ein bisschen Cadmiumgelb. Das nehme ich jetzt dazu. Ich
denke mal, das könnte es werden. Cadmiumgelb und Viridiangrün. Bisschen mehr Gelb mit rein als Grün. Ja, jetzt habe ich die Farbe. Und davon gehe ich ganz wässrig jetzt nochmal über diesen Bereich hier. Und wir sehen, das Bild kriegt dadurch einen anderen Charakter. Durch dieses Grün. Und das Grün liegt auch hier noch ein bisschen. Und vielleicht hier unten noch. Hier versuche ich die einzelnen Gräser noch mal ein bisschen zu betonen. Da hätte ich vielleicht vorhin mit meinen Pinselstrichen etwas sparsamer umgehen sollen. Und hier zwischen der Form, die unten reinkommt, und der Mittelgrundform gibt es kein helles Leuchten mehr. Das helle Leuchten zentriert sich eher hier, den dunklen Formen, geht hier nach außen. Hier ist es relativ geschlossen, mit ein bisschen anderen Pinselbewegungen, aber so ungefähr habe ich es, glaube ich, erwischt. Und der Fokus deutlich hier, wo die stärksten Kontraste aneinander prallen, mit einem wunderschön gestalteten Baum im Mittelgrund, mit diesen verschiedenen Tonwerten, aber auch den verschiedenen Farbtemperaturen. Das war für mich sehr interessant zu sehen, wie ich auch jetzt das Grün gemischt habe, nämlich mit dem Viridiangrün, dem Sienna gebrannt und dann dem Rot, um dem Grün quasi seine Leuchtkraft zu nehmen. Das ist eine Erkenntnis, die ich unbedingt für meine Landschaftsaquarelle verwenden werde und mit übernehmen werde. Auch sehr schön gemalt hier hinten von ihm und jetzt von mir ausprobiert ist die Verblassung des Grüntons, sozusagen diesen Rhythmus Baum, 1, 2, 3 Bäume, aber hier mit einer sehr starken Variation nochmal aufnimmt. Was ich auch ganz erstaunlich finde, ist der blaue Farbton der Bergkette hier hinten. Das ist vielleicht bei ihm noch etwas mehr variiert. Er hat auch dieses granulierende Pigment noch mehr drin, das französisch Ultramarin. Aber man kann schon sagen, in seinen Bildern grundsätzlich hat er die Luftperspektive mit der Verblauung in der Entfernung immer sehr stark verwendet. Und das ist vielleicht etwas für mich auch, was ich in meinen Landschaftsaquarellen noch stärker zum Einsatz bringen kann. Für mich auch sehr großer Erkenntnisgewinn diese abstrakte Formgebung für den Vordergrund. Sehr mutige, abstrakte Striche, die sogar große Tonwertsprünge haben mit ersten Farbauftrag, zweiten Farbauftrag. Und bei Edward Wesson, jetzt auch hier in der Kopie habe ich es auch gemerkt, ist es toll zu sehen, mit wie wenig Farben letztendlich dieses Landschaftsaquarell gemalt ist. Mit wie viel Entschlossenheit die Tonwerte mit einem Farbauftrag direkt aufs Papier gebracht werden. Das sieht man also deutlich, wenn man sich mit der Vorlage beschäftigt. Hier 1 bis 2 Farbaufträge, hier ein Farbauftrag für die dunklen Bäume, auch für diese Bergkette einen Farbauftrag, nicht 2 oder 3. Und natürlich die Komposition als solche ist sehr interessant. Da ist erstmal der Rhythmus zwischen diesen Bäumen, die sich ja alle hier im Mittelgrund bewegen und den Bildfokus ausmachen. Die Abstände sind jeweils völlig verschieden. Und dieser wirklich selbstbewusste große Busch und Baum hier im Vordergrund. Er hat ja mit Sicherheit in die Landschaft geschaut und wenn er ein bisschen weiter nach links geschaut hätte, wäre der Bildausschnitt ein anderer gewesen. Ein bisschen nach rechts wäre er auch anders gewesen. Und er hat sich genau für diesen Bildausschnitt entschieden. Und das verstehe ich jetzt besonders gut, nachdem ich das Bild kopiert habe. Denn das ist schon eine wirklich interessante Bildaussage, die den Betrachter jetzt wirklich im Bild festhält. So, das war's mit unserem heutigen Motiv. Für mich war es sehr erhellend, diese Kopie anzufertigen und ich habe viel darüber lernen können, wie Edward Wesson wohl gearbeitet hat. Wenn es dir genauso geht und du Lust auf mehr solche Filme hast, auch Filme, wo ich Aquarellkünstler der vergangenen Zeiten vorstelle, dann schreib es gerne in die Kommentare. Wenn du magst, sehen wir uns hier in der nächsten Woche mit einem neuen Video. Bis dahin, tschüss.